Aber dass wir überhaupt fliegen, das ging ja schließlich auch nicht von jetzt auf gleich. Erste Versuche, Motoren mit einem Flugapparat zu kombinieren, gab es um 1900. Nachweislich mit einem Motorflugzeug abgehoben sind dann erstmals die Brüder Wright. Das war 1903. In Hollywood-Klassikern sind die Anfänge des Fliegens besonders schillernd inszeniert. Wie der erste Alleinflug über den Atlantik von Charles Augustus Lindbergh 1927. Hier in einem Heldenepos der 1950er. Flugpionierin und Rekordjägerin Amelia Earhart überquerte als erste Frau alleine den Atlantik. 1932 war das, nur 5 Jahre nach Lindbergh. Ihr filmisches Traumfabrikdenkmal gab es allerdings erst 2009. Stellen Sie sich vor, was ohne Fliegen alles nicht möglich gewesen wäre. Die Olympischen Spiele wären bis heute vermutlich ungerecht, wenn so gut wie nur die Gastgebernationen teilnehmen könnten. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen waren es zum Beispiel überwiegend griechische Wettkämpfende und bei den zweiten in Paris fast nur französische. Austragungsorte wie Australien wären ohne Fliegen völlig undenkbar gewesen. Oder denken Sie an die Berliner Luftbrücke von 1948-49. Wie wären über 2 Millionen Menschen versorgt worden ohne die Rosinenbomber, die West-Berlin 11 Monate lang mit allem Notwendigen belieferten? Schon in den 60er Jahren zeichnet sich dann allerdings ein Trend ab. Die Zahl der Flugpassagiere steigt und steigt, der Flugbetrieb wächst rasant. Und Flughäfen wie Frankfurt werden immer weiter ausgebaut. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Da hilft leider auch keine Romantik. Reinhard May in Ehren, aber heute sieht es über den Wolken doch eher so aus. Meist weit über 1000 Starts und Landungen pro Tag allein am Frankfurter Flughafen. Mindestens jede Minute hebt dort ein Flieger ab. 2018 wird der Rekord von 200.000 Flügen weltweit an einem Tag in der Luft erreicht. Nur, was bedeutet das eigentlich genau für das Klima? Während so ein 0815-Passagierflieger auf 11 Kilometern Höhe zum Beispiel nach Mallorca fliegt und in der Kabine das Flugzeugessen serviert wird, stoßen die Triebwerke jede Menge Abgase in die dünne Atmosphäre aus.